Moin zusammen. Der aktuelle Blick in die tiefroten Zahlen des Portfolios ist für die meisten von uns nicht unbedingt erfreulich. Aber das Ganze war abzusehen. In diesem Video werden wir auf die verschiedenen Punkte eingehen, warum es aktuell zu so einer starken Korrektur kommt und welche Kaufchance es momentan gibt. Dabei konzentrieren wir uns auf ein spezielles Unternehmen. Viel Spaß mit dem Video. Aber noch eine kurze Info vorab für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Niklas, ich bin 22 Jahre alt und arbeite als Softwareentwickler. Seit nun knapp 2,5 Jahren lege ich mein Geld aktiv am Kapitalmarkt an. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles Mögliche über meine Investments und welche Strategie ich dabei verfolge. Starten wir jetzt aber auch direkt durch mit dem Video. Wir durchlaufen aktuell eine extrem turbulente Phase an den Aktienmärkten. Der Fear Greed Index ist auf Extreme 4 gesprungen, der S&P 500 um 8% gefallen und die Magnificent 7 in der Spitze sogar um mehr als 20%. Doch eine solche Phase bringt auch immer Chancen mit sich. Aber um das zu verstehen, klären wir vorab erstmal, wodurch die letzte Kurskorrektur überhaupt entstanden ist. Bereits im vergangenen Jahr haben JP Morgan als auch Goldman Sachs angekündigt, dass die Renditen in den nächsten 1 bis 5 Jahren pro Jahr wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich liegen werden. Vor allem begründet dadurch, dass die Bewertungen über die letzten Jahre hinweg extrem gestiegen sind. Und aufgrund dieser hohen Bewertungen reagiert der Markt natürlich nervöser auf negative Nachrichten. In diesem Fall beispielsweise die Ankündigung der Handelszölle durch Donald Trump. Das Problem dabei ist, dass sich die Handelszölle ja nicht nur auf die anderen Länder auswirken, sondern auch auf die Inflation innerhalb des Landes. Das GDP-Forecast-Modell hat beispielsweise ermittelt, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren negativ sein könnte. Das deutet natürlich auf eine Rezession hin und löst Panik an den Märkten aus, woraufhin ein starker Abverkauf stattgefunden hat. Man darf natürlich aber auch bei solchen Kursverlusten nicht direkt in Panik geraten. Man sollte eher die Augen offen halten nach Investmentmöglichkeiten, die sich aktuell bieten. Denn solche starken Kursverluste können auch manchmal überproportional bei einzelnen Aktien sein, wie es auch in diesem Fall meiner Meinung nach zumindest ist. Mein Depot steht auch zum aktuellen Zeitpunkt vom letzten Monat im Vergleich zu diesem Monat rund 7% im Minus, was einem Kursverlust von knapp 3.700 € entspricht. Aber eine solche Korrektur ist auch gesund und bietet im Markt neue Möglichkeiten. Ich selbst habe diese Chance diesen Monat auch schon genutzt und knapp 6.500 € in entweder neue Aktien investiert oder Positionen aufgestockt, bei denen die Investmentthese immer noch intakt ist und die Bewertungen noch günstiger geworden sind, was meine Rendite im Umkehrschluss erhöht. Und genau dort knüpfen wir in Folgendem auch an. Und zwar habe ich eine einzelne Aktie besonders stark nachgekauft. Und zwar die Google-Mutter Alphabet. In Folgendem werden wir uns jetzt einmal die Beweggründe dahinter anschauen und die Aktie Alphabet einmal etwas tiefgründiger analysieren. Die Google-Mutter Alphabet gehört unter anderem zu den Magnificent 7 und ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Billionen US-Dollar eines der größten Unternehmen der Welt. Alphabet erwirtschaftet den Großteil des Umsatzes durch 2 Geschäftsfelder. Zum einen Google Services. Das implementiert die Search Engine, das Advertising, aber auch die Plattformen wie beispielsweise YouTube. Und zum anderen die Google Cloud, was der Hauptwachstumsfaktor zum aktuellen Zeitpunkt ist. Von diesen beiden Hauptgeschäftsfeldern macht Google Services rund 37% des Gesamtumsatzes aus, während Google Cloud nur knapp 12% ausmacht. Die Verteilung der Gesamtumsätze liegt regional bei 49% in den USA, 29% in Europa und etwa 16% in Asien. Alphabet besitzt vom rund 200 Milliarden US-Dollar schweren Search Engine Market einen Market Share von rund 80%. Das ist immens und quasi eine Monopolstellung. Und genau das war den US-Behörden im vergangenen Jahr auch ein Dorn im Auge. In einem Gerichtsprozess wurde entschieden, dass Alphabet eine mögliche Zerschlagung droht. Doch unter der aktuellen Regierung, die von Donald Trump geleitet wird, ist das relativ unwahrscheinlich. Denn seine unternehmensfreundliche Politik würde dem kontra gegenüberstehen. Mehr gibt es dazu aber auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sagen. Werfen wir also in folgendem Mal einen Blick auf die Finanzen von Alphabet, wie sich das Unternehmen über die letzten Jahre hinweg entwickelt hat. Alphabet hat im Jahr 2024 rund 350 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt, was einem Wachstum von knapp 14% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag im Jahr 2024 sogar bei 100 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von über 36% entspricht und zeigt, wie viel Potenzial bei der Margin Expansion bei Alphabet aktuell noch herrscht. Der Hauptwachstumsfaktor bei Alphabet wird in der Zukunft auf jeden Fall das Cloud-Geschäft sein. Es gibt aber ein Problem dabei, und zwar sind hohe Kapitalausgaben erforderlich, um das Wachstum des Geschäfts anzukurbeln. Aktuell sind diese Kapitalausgaben höher als das Wachstum, was man dadurch erzielt. Aber das könnte sich in Zukunft bei dem Race um das Thema AI ändern, auch wenn ich dem Ganzen vielleicht etwas negativ gegenüberstehe. Wir werden später auch noch auf einen Vergleich mit Nvidia eingehen und was die Vorteile beispielsweise von Alphabet in genau diesem Bereich sind. Das Ganze hat natürlich auch eine Konsequenz. Denn die hohen Kapitalausgaben mindern den Free Cashflow,
beziehungsweise das Geld, was am Ende übrig bleibt, um einen Aktionär zusätzlich noch zu belohnen. Entweder indem man zum Beispiel Aktien zurückkauft oder aber auch Dividenden ausschüttet. Aber diese extreme Steigerung steht aktuell Kursverlusten gegenüber. Und genau das macht Alphabet auch so attraktiv. Alphabet wird aktuell zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 20,5 gehandelt. Das ist über 20% günstiger als im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Und das bei anhaltendem Wachstum. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt ebenfalls bei nur noch 5,79, was über 10% günstiger ist als in den vergangenen 5 Jahren. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt aktuell nur noch bei 16,2, was ebenfalls 13% günstiger ist als in den vergangenen 5 Jahren im Durchschnitt. Diese Bewertungen sind extrem günstig für einen Konzern mit einem so starken Geschäftsmodell und Wachstumspotenzial. Wenn man das Ganze jetzt noch in einem breiteren Rahmen betrachtet, beispielsweise von 2016 bis heute, liegen die aktuellen Bewertungsniveaus an der unteren Bandbreite der Gesamtbewertungen, die Alphabet in diesem Zeitraum jemals erreicht hat. Was im historischen Kontext dann eine extrem gute Kaufchance geboten hat. Das Ganze spiegelt sich dann auch bei den Erwartungen der Analysten wider. Sie sehen die Kurse in einem Jahr bei rund 10 bis 49% höher, wobei der Schnitt von einer Kurssteigerung von 31,5% über das nächste Jahr ausgeht. Diese Erwartungen können aber auch nur unter gewissen Umständen erfüllt werden. Zum einen muss die amerikanische Wirtschaft mitspielen, zum anderen das Wachstum beibehalten werden und zu guter Letzt vielleicht auch das Verfahren gegen Alphabet eingestellt werden. Das würde dem Ganzen weiteren Aufschwung verleihen und den Kurs nach oben pushen. Kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Punkt, und zwar dem Vergleich zwischen Nvidia und Google. Hierbei geht es vor allem um eine Sache, den Hype um AI. Nvidia liefert die meisten Chips für die Rechenzentren zum aktuellen Zeitpunkt. Das hat natürlich extrem starkes Umsatz- und Gewinnwachstum bei Nvidia verursacht. Bei Alphabet hingegen sind die Kapitalausgaben extrem angestiegen. Es gibt aber einen zentralen Unterschied an dieser Stelle. Und zwar sind die Kapitalausgaben von Alphabet nachhaltiger als die Gewinne und Umsätze, die Nvidia erzielt. Denn beispielsweise eine negative wirtschaftliche Entwicklung könnte dafür sorgen, dass die Nvidia-Umsätze stark einbrechen, da beispielsweise die Magnificent Seven weniger ausgeben, um an dem Thema AI weiterzuarbeiten. Bei Google hingegen hätte man die ganzen Komponenten, um damit Rechenzentren zu betreiben, um beispielsweise das Cloud-Wachstum zu fördern, müsste aber im Gegenzug keine weiteren Kapitalausgaben tätigen. Ein weiterer Vorteil dann wäre sogar noch, dass die Margen verbessert werden könnten aufgrund der niedrigeren Ausgaben und es würde mehr Geld für die Aktionäre überbleiben in Form des Free Cashflows. Dieser könnte dann dafür genutzt werden, wie in den vergangenen Jahren auch schon, um Aktien zurückzukaufen oder aber auch, wie 2024 beispielsweise, zum ersten Mal Dividenden auszuschütten. Und genau Dividenden könnten auch für verschiedene Investoren in Zukunft sehr attraktiv sein. Denn Google hat zum aktuellen Zeitpunkt gerade einmal eine Dividendenrendite von 0,64% bei einer Ausschüttungsquote von um die 7%. Das bietet natürlich in der Zukunft extremes Wachstumspotenzial für die Dividenden, was für Investoren, die auf ein passives Einkommen setzen, besonders attraktiv ist. Denn Google wächst zum einen extrem stark und bietet zum anderen die Möglichkeit, die Dividende noch enorm zu erhöhen. Hinzu kommt dann noch, wie bereits vorher schon erwähnt, dass Google noch im großen Maße Aktien zurückkauft, was ebenfalls weiteres Kurswachstum ermöglicht. Das ist für Investoren im Zusammenspiel extrem attraktiv und zeigt die investorenfreundliche Unternehmenspolitik von Alphabet. Und genau aus dem Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren habe ich mich für ein Investment in Alphabet entschieden. Ich habe 1.275 € an neuen Aktien in mein Portfolio aufgenommen und damit meine Position verdoppelt. Somit gehört Alphabet mit rund 5% zu den größten Positionen in meinem Portfolio. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und Like da. Schreibt auch gerne mal eure Meinung zu Alphabet in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.